Herzlich willkommen zu unserer täglichen Deutschlektion. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja gemeinsam das A2-Niveau abgeschlossen und starten jetzt voll durch ins B1-Niveau. Heute ist schon Tag 101. Genau. Und wie immer schauen wir uns 15 neue, wichtige Wörter an. Wörter, die ihr im Alltag auch wirklich gebrauchen könnt. Heute dreht sich alles um das Thema Schule und Unterricht. Das ist ein super wichtiges Thema. Egal, ob ihr vielleicht in Deutschland zur Schule geht, einen Kurs besucht oder einfach nur über eure Ausbildung sprechen wollt. Das braucht man immer wieder. Absolut. Und wir empfehlen euch natürlich wieder die Shadowing-Methode. Das heißt, hört uns zu, drückt kurz auf Pause und sprecht die Wörter und Sätze dann laut nach. Ja, das trainiert die Aussprache wirklich enorm. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Am Ende haben wir wieder eine kleine Geschichte für euch, in der alle neuen Wörter vorkommen. Und dazu gibt es dann morgen auch ein extra Video mit Fragen, um euer Verständnis zu testen. Also, es lohnt sich. Perfekt, dann lasst uns doch direkt anfangen, oder? Auf jeden Fall. Das erste Wort klingt schon sehr offiziell. Die Schulpflicht. Ja, das ist es auch. Also, die Schulpflicht ist im Grunde ein Gesetz. Es sagt, dass alle Kinder in Deutschland für eine bestimmte Anzahl von Jahren in die Schule gehen müssen. Ah, okay, also eine Pflicht, wie das Wort schon sagt. Auf Englisch wäre das dann so etwas wie... Genau, Compulsory Education. Verstanden. Und ein Beispielsatz wäre dann vielleicht... In Deutschland gibt es die Schulpflicht, deshalb gehen alle Kinder zur Schule. Perfekt. Und das ist ja in vielen Ländern so, aber die Dauer kann ziemlich unterschiedlich sein. Mal sind es 9 Jahre, mal 12. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Okay, nächstes Wort. Die Urkunde. Ach ja, die Urkunde. Das ist schön. Was ist das genau? Also eine Urkunde ist ein offizielles Dokument, meistens aus etwas dickerem Papier. Man bekommt sie, wenn man eine besondere Leistung geschafft hat. Zum Beispiel im Sport, oder? Bei den Bundesjugendspielen früher? Genau. Oder bei einem Wettbewerb. Auf Englisch sagt man Certificate oder auch Diploma. Okay, also zum Beispiel. Nach dem Schwimmkurs hat jedes Kind eine Urkunde bekommen. Ein sehr guter Satz. Sag mal, hast du denn früher oft Urkunden bekommen? Ja. Also im Sport schon. Beim Schwimmen und in der Leichtathletik. Das war immer ein tolles Gefühl. Das glaube ich. Okay, vom Sport zum Geld. Unser drittes Wort ist das Stipendium. Oh, das ist auch ein sehr wichtiges Wort, gerade für Studierende. Absolut. Ein Stipendium ist eine finanzielle Unterstützung. Also man bekommt Geld für seine Ausbildung. Meistens, weil man besonders gute Noten hat oder sich sozial engagiert. Und das Beste ist ja, man muss es in der Regel nicht zurückzahlen, oder? Genau, das ist der große Vorteil. Auf Englisch wäre das Scholarship. Also könnte man sagen, sie hat sich für ein Stipendium beworben, um im Ausland zu studieren. Ja, das passt perfekt. Und solche Stipendien können wirklich eine riesige Hilfe sein. Sie machen ein Studium oft erst möglich. Stimmt. Damit man für so ein Stipendium aber überhaupt in Frage kommt, braucht man gute Noten. Und dafür braucht man Organisation. Das bringt uns zum nächsten Wort. Der Zeitplan. Ein sehr passender Übergang. Danke. Also, ein Zeitplan ist im Grunde eine Liste oder ein Plan, auf dem steht, wann man was machen oder lernen muss. Er hilft einem einfach, sich zu organisieren. Sozusagen ein Schedule oder Timetable auf Englisch. Genau. Und ein Satz dazu wäre, vor der Prüfung habe ich mir einen genauen Zeitplan gemacht. Mache ich auch immer so. Ohne einen guten Zeitplan wäre ich beim Lernen total verloren, ehrlich gesagt. Das ist wirklich die halbe Miete. Sehe ich genauso. Okay, das 5. Wort im ersten Block. Die Auffrischung. Die Auffrischung. Das ist, wenn man Wissen, das man früher schon mal gelernt hat, wiederholt und wieder, auffrischt, also wieder aktiviert. Ah, wie bei einem Sprachkurs, wenn man eine Sprache früher schon mal gelernt hat. Exakt. Oft macht man dafür einen kurzen Kurs, deswegen sagt man auch auf Englisch oft Refresher oder Refresher-Kurs. Okay, klar. Also, ich mache einen Englischkurs als Auffrischung. Weil ich viel vergessen habe. Ein super Beispiel. Das kennen bestimmt viele von euch, die jetzt gerade zuhören. Eine kleine Auffrischung hier und da ist immer gut. Definitiv. So, das war unser erster Block. Jetzt kommen wir zu ein paar Verben, die man im Unterricht oft braucht. Das erste ist... Anwesend sein. Ja, ganz einfach. Anwesend sein bedeutet da zu sein, also nicht zu fehlen. Das Gegenteil wäre dann abwesend sein.
To be present auf Englisch. Genau. Und da es ein Verb ist, brauchen wir natürlich auch die Perfektform. Die lautet, Ist anwesend gewesen. okay, ein Beispielsatz. Im Deutschkurs müssen alle Teilnehmer immer anwesend sein. Stimmt. Viele Lehrer prüfen ja am Anfang der Stunde, wer anwesend ist. Da wird dann die Liste durchgegangen. Kenne ich gut. Nächstes Verb. Abgeben. Abgeben. Das macht man, wenn man eine Aufgabe fertig hat. Zum Beispiel die Hausaufgaben oder ein Projekt. Man gibt sie dann dem Lehrer. To hand in oder to submit. Exakt. Und die Perfektform ist hat abgegeben. Wir müssen den Aufsatz bis Freitag abgeben. Das ist ein klassischer Satz aus der Schulzeit. Oh ja, dieser Druck, etwas pünktlich abgeben zu müssen. Schrecklich. Was man dabei aber auf keinen Fall tun sollte, ist unser nächstes Wort. Abschreiben. Ja, ganz schlechte Idee. Abschreiben bedeutet, den Text oder die Lösungen von einer anderen Person einfach zu kopieren. Das nennt man auch Schummeln, oder? Genau. Und in einem Test ist das absolut nicht erlaubt. Die englische Übersetzung ist to copy, hat abgeschrieben. Dann ein Satz dazu, der hoffentlich niemanden betrifft. Der Lehrer hat gesehen, wie er vom Nachbarn abgeschrieben hat. Ja, das gibt Ärger. Also wirklich, abschreiben ist keine gute Idee. Man lernt nichts dabei und wenn man erwischt wird, sind die Konsequenzen meistens ziemlich unangenehm. Stimmt total. Besser ist es, dem Lehrer zuzuhören, der den Stoff hoffentlich gut, und das ist unser nächstes Wort, vermitteln kann. Sehr schön. Vermitteln bedeutet, Wissen an andere weiterzugeben. Und zwar so, dass die anderen es auch verstehen. Also etwas gut erklären können. Genau. Gute Lehrer können den Lernstoff gut vermitteln. Auf Englisch wäre das to convey oder auch to teach. Und im Perfekt heißt es, hat vermittelt. Richtig. Ein Satz dazu. Unsere Lehrerin kann komplizierte Grammatik sehr einfach vermitteln. Das ist ein großes Talent. Nicht jeder, der viel weiß, kann sein Wissen auch gut vermitteln. Das ist wahr. Und wenn man dann eine Aufgabe abgegeben hat, dann muss der Lehrer sie korrigieren. Unser 10. Wort? Ja, korrigieren heißt, Fehler in einem Text oder in einer Aufgabe zu finden und sie zu verbessern. To correct auf Englisch. Genau. Die Perfektform lautet hat korrigiert. Okay. Zum Beispiel, der Lehrer braucht eine Woche, um alle Prüfungen zu korrigieren. Oh ja, das kann dauern, wenn man eine große Klasse hat. Glaube ich sofort. Puh, das waren jetzt schon 10 Wörter. Machen wir eine ganz kurze Pause. Kurze Unterbrechung. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, abonniert gern den Kanal und unterstützt uns mit einem Daumen nach oben. So bleibt ihr jeden Tag dran und verpasst keine Lektion. So, weiter geht's mit unserem 3. Block. Jetzt kommen ein paar Adjektive, also Eigenschaften. Nummer 11 ist mündlich. Mündlich bedeutet, dass etwas gesprochen wird und nicht geschrieben, also mit dem Mund. Das Gegenteil von schriftlich. Exakt. Auf Englisch sagt man oral oder spoken. Und der Beispielsatz: Neben der schriftlichen Klausur gibt es auch eine mündliche Prüfung. Ja, und die mündliche Teilnahme im Unterricht, also das Mitmachen, ist ja auch oft eine Note wert und sehr wichtig. Stimmt, das sollte man nicht unterschätzen. Nächstes Wort. Begabt. Begabt ist ein schönes Wort. Wenn jemand für etwas ein besonderes Talent hat und etwas sehr gut kann, ohne, sagen wir mal, extrem viel dafür üben zu müssen, dann ist diese Person begabt. Auf Englisch also talented oder gifted. Genau. Mein Bruder ist musikalisch sehr begabt. Er kann mehrere Instrumente spielen. Das wäre ein guter Satz, oder? Ja, perfekt. Man kann für Sprachen begabt sein, für Sport, für Kunst, für alles Mögliche. Sehr schön. Okay. Unser 13. Wort beschreibt eine Eigenschaft, die vor allem Lehrer haben sollten. Gerecht. Oh ja, absolut. Gerecht bedeutet fair. Eine gerechte Person behandelt alle Menschen gleich und nach den gleichen Regeln. Niemand wird bevorzugt oder benachteiligt. Genau das. Auf Englisch just oder fair. Eine gute Lehrerin gibt gerechte Noten und bevorzugt niemanden. Das ist so wichtig. Ich glaube, nichts ist schlimmer in der Schule, als das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Da stimme ich dir zu 100% zu. Okay, vorletztes Wort für heute. Ehrgeizig. Ehrgeizig. Eine ehrgeizige Person hat große Ziele und arbeitet sehr, sehr hart, um diese Ziele zu erreichen. Sie will unbedingt erfolgreich sein. Also ambitious auf Englisch. Richtig. Sie ist sehr ehrgeizig und lernt jeden Tag 3 Stunden für die Uni. Puh,
Das ist wirklich ehrgeizig. Ein bisschen Ehrgeiz ist gut, aber man sollte es vielleicht nicht übertreiben. Das stimmt. Die Balance ist wichtig. Und wenn man so viel lernt, dann ist das sicher auch unser letztes Wort. Anstrengend. Haha, ja, definitiv. Anstrengend bedeutet, dass etwas sehr mühsam ist und viel Kraft oder Konzentration kostet. Etwas, das einen sehr müde macht. Auf Englisch exhausting oder strenuous. Genau. 8 Stunden Unterricht am Stück sind wirklich sehr anstrengend. Oh ja, das kann ich unterschreiben. Danach ist man wirklich kaputt. Absolut. So, das waren unsere 15 Wörter für heute. So, und jetzt habt ihr alle Wörter gehört. Passt jetzt gut auf, hier kommt unsere kleine Geschichte über Paul und seinen Deutschkurs. Versucht doch mal, alle 15 Wörter zu erkennen. Paul ist sehr ehrgeizig. Er besucht einen Deutschkurs, der eine Auffrischung für sein B1-Niveau ist. Der Kurs ist ziemlich anstrengend, aber Paul hat sich einen guten Zeitplan gemacht. Für ihn ist es sehr wichtig, immer anwesend zu sein, denn die Lehrerin kann den Lernstoff wirklich sehr gut vermitteln. Letzte Woche gab es eine mündliche Prüfung. Paul war nervös. Ein anderer Teilnehmer hat versucht, von seinen Notizen abzuschreiben, aber die Lehrerin ist sehr gerecht und hat es sofort gemerkt. Paul findet das gut. Er selbst ist sprachlich ziemlich begabt und braucht das gar nicht. Morgen muss er sein Projekt abgeben. Die Lehrerin wird es über das Wochenende korrigieren. Paul hofft auf eine gute Note. Am Ende des Kurses bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde. Paul träumt davon, so gut zu werden, dass er vielleicht sogar ein Stipendium für ein Studium in Deutschland bekommt. Für ihn gilt zwar keine Schulpflicht mehr, aber er lernt freiwillig und mit großer Freude. Das war unsere Geschichte. Habt ihr alle Wörter wiedererkannt? Wir hoffen es. Eure Aufgabe für heute. Schreibt uns doch mal 1 oder 2 eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Übung ist wirklich das Allerwichtigste. Genau, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr morgen die nächste Folge nicht verpasst. Da geht es dann um das Thema Diskussion und Meinung. Oh, spannend. Wir lernen also Wörter, um über Themen zu sprechen, jemandem zuzustimmen oder vielleicht auch mal zu widersprechen? Richtig. Das wird super praktisch. Super. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Tschüss und viel Spaß beim Lernen.